Was kommt im Microsoft Flight Simulator 2023? Ein Blick auf die Roadmap des vergangenen Jahres zeigt, es war pickepacke voll mit jeder Menge Inhalte und im vergangenen Live-Developer-Stream mit Jörg Neumann, seines Zeichens Head of Microsoft Flight Sim, und Sebastian Vloch, dem CEO von Asobo, gab es bereits einen ersten Ausblick auf das komplette kommende Jahr, insbesondere Details zum ersten Quartal. Und damit hallo und herzlich willkommen auf Andiana TV, schön, dass du da bist. In diesem Video werfen wir einen detaillierten Blick auf die Dinge, die bereits bekannt sind, und gehen das Ganze einmal chronologisch durch, beginnend im Januar. Alle Quellen meiner Informationen findest du unten in der Videobeschreibung. Und so landen wir mit dem ersten Punkt beim sogenannten AAU-1 Update. Dieses befindet sich seit Anfang Dezember in der Beta und wird im Januar an alle Pilotinnen und Piloten ausgerollt. Die beiden A's in der Abkürzung stehen für Aircraft und Avionik, das U steht schlicht für Update und die 1 eben für die Ausführung. Es wird in diesem Jahr mehrere dieser Updates geben. Über einen wichtigen Teil des Updates haben wir uns kürzlich erst im Community-Event ausgetauscht. Xbox-User sind seit dem Sim-Update Nummer 11 mit matschigen Texturen, geringerer Weitsicht und so weiter unterwegs und beklagen das natürlich auch entsprechend. Dieser Fehler soll mit diesem Update behoben werden. Und übrigens, die Release Notes könnt ihr hier über die Browser-Option natürlich auch auf Deutsch sehr schnell übersetzen lassen, das nur am Rande. Zwar nicht immer zu 100% korrekt, aber vielleicht hilft es. Eine weitere Änderung, die mit diesem Update kommen wird, und das ist hier im Vergleichsbild sehr schön zu sehen: schneebedeckte Start- und Landebahnen sollen der Vergangenheit angehören. Auch angrenzende Straßen sollen nun vom Schnee befreit sein und so gerade im Landeanflug das Ganze übersichtlicher gestalten. Unter den allgemeinen Fehlerbehebungen werden dann unter anderem auch noch Verbesserungen zur Helikoptersteuerung genannt. Ein ganz großer Teil des Updates beschäftigt sich mit der Avionik. Und so wurden als Teil dessen das GNS 430W und GNS 530W entsprechend aktualisiert. In welchen Fluggeräten das Ganze dann mit diesem Update zur Anwendung kommt, seht ihr hier in dieser Auflistung. Und ja, der kleine Robin sucht hier nicht seine Mütze, sondern das liegt am 1:1 Übersetzen von Englisch auf Deutsch. Wir stellen das hier mal wieder zurück und sehen, das ist die Robin Cap 10. Im weiteren Verlauf kommen wir dann zu der CJ4 und deren Avionik, die auch hier stark verbessert sein soll, heißt es. Auch die 3000er und 5000er Garmins wurden angepackt und optimiert. Im Mittelteil der Patch Notes findet man dann Informationen zu einzelnen Flugzeugen und deren Verbesserungen. Und ganz am Ende der Patch Notes findet man dann bekannte Probleme, die noch nicht behoben werden können. Und hier möchte ich einen Punkt hervorheben, der bei Usern auf Xbox Series S auftreten kann. Die beiden Flugzeuge TBM und Longitude können zu einer erhöhten Absturzrate der Simulation führen. Nach wie vor, wie erwähnt, auf Xbox Series S. Okay, somit hätten wir den Januar. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu den kompletten Patch Notes. Wir gehen weiter in den Februar und da steht das nächste World Update an. Inhaltlich beschäftigt sich dieses mit Neuseeland. Das mittlerweile 12. World Update wird für den 7. bzw. 8. Februar 2023 angekündigt. Neue Luftaufnahmen und DEM-Daten werden integriert, insgesamt 30 Points of Interest, 6 Fotogrammetriestädte, 3 Landeherausforderungen, 3 Buschtrips und 3 Entdeckungsflüge. Außerdem wird es wieder von Hand gefertigte, besonders detaillierte Flughäfen geben. Aktuell werden hier derer 4 angegeben. Aus dem Interview ging allerdings hervor, dass eventuell noch der ein oder andere dazukommt. Alle bisher gezeigten Inhalte hier in diesem Video werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Wie es allerdings üblich ist, wird es im Rahmen des World Updates auch eine Local Legend wiedergeben und die wird sicherlich kostenpflichtig sein. Bisher lag die besondere Maschine immer so bei ca. 15 Euro. Ich vermute auch, dass es dieses Mal in etwa so der Fall sein wird. Und so wird im Zeitraum des World Updates, also um den 7. 8. Februar 2023 in etwa, die DHC-4 am Marktplatz landen. Insgesamt wurden von dieser Maschine nur 307 Stück gebaut und eine ganz kleine Anzahl fliegt heute noch. Der Erstflug fand dabei im Juli 1958 statt. Maximal 3 Besatzungsmitglieder und 32 Passagiere fanden darin Platz.
Eine sehr interessante Maschine, wie ich finde, im Übrigen wie die meisten Local Legends bisher. Und nachdem wir uns mit den konkreten Inhalten für Januar und Februar beschäftigt haben, gucken wir uns nun den März an. Ja, im Februar soll es noch eine Überraschung geben, aber da weiß man noch nichts Konkretes. Was bereits angekündigt wurde, sind die beiden kostenpflichtigen Maschinen im Rahmen der Famous Flyer, und zwar die ATR 42600 und 72600. Beide Maschinen sollen im März 2023 kommen, wann genau, das ist noch offen. Um das Thema im Live-Developer-Stream entsprechend zu beleuchten, wurde Hans Hartmann, seines Zeichens Entwickler bei Asobo, für die ATR-Maschinen in den Stream eingeladen und er brachte ein paar Screenshots und Fortschrittsupdates entsprechend mit. Der Vollständigkeit halber möchte ich gerne erwähnen, dass die eben gezeigten bewegten Bilder nicht aus dem Flight Simulator stammen, sondern von der Homepage des Flugzeugherstellers. Hier seht ihr nun wieder Bilder des Live-Developer-Streams von Microsoft. Zum einen wurde auf die fortschrittliche Avionik eingegangen, es gab Informationen zum Electronic Flight Bag, zum Beispiel wie deren Darstellung und Möglichkeiten aussehen, Informationen zu dem fortschrittlichen Motorensystem und bitte beachtet den Hinweis hier unter den Screenshots, die Dinge befinden sich hier noch in Entwicklung und können im finalen Endprodukt etwas anders aussehen. Auch der Bereich für die Passagiere soll in diesen Modellen umfangreich dargestellt werden. Und da es leider kaum Bilder der Maschine direkt gab, hier nochmal die ATR 42600 direkt von der Homepage des Flugzeugherstellers. Auf der Seite habe ich noch etwas Interessantes gefunden, es gibt nämlich Varianten, einmal STOL, also für Short Takeoff and Landing, und eine reine Frachtvariante der Maschine. Das wäre doch klasse, wenn es auch diese Variationen in den Simulator schaffen würden, das ist aber rein spekulativ von mir. Okay, zurück auf der Roadmap können wir nun den Januar, den Februar und den März mittlerweile abhaken. Über alle bereits bekannten Details haben wir somit gesprochen. Ja, fast würde da im März nicht noch das Sim-Update 12 auf uns warten. Und hier ist eine der großen Fragen, wird es WASM nun endlich auf Xbox schaffen? Die WASM-Unterstützung soll auch auf Xbox dafür sorgen, dass eine große Anzahl komplexer Flugzeuge von Drittanbietern auch auf Xbox verfügbar werden. Dass das kommen wird, ist schon lange geplant und wurde auch schon zweimal angekündigt, zuletzt im Rahmen des Sim-Update Nummer 11. Leider kam es hier dann aber immer wieder zu Verschiebungen. Die WASM-Unterstützung für Xbox ist für die Community ein ganz wichtiger Punkt und wir hoffen, dass diese Hürde mit dem Sim-Update Nummer 12 im März genommen wird. Wenn man sich nun die Roadmap 2023 allgemein für den Microsoft Flight Sim einmal ansieht, dann erwarten uns auch im kommenden Jahr wieder jede Menge toller Inhalte. Aktuell sind insgesamt 4 World Updates geplant, 3 City Updates, 7 Local Legends, 7 Famous Flyer, 3 Flugzeug- und Avionik-Updates, 3 Überraschungen sowie ein großes Sim-Update. Und das ist Stand Dezember 2022, eventuell kommt ja noch das ein oder andere dazu. Wer meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich auf beiden Systemen unterwegs bin, also auf PC und auch an der Xbox. Überwiegend sogar an letzterem. Und da lief 2022 gerade zum Ende hin leider nicht immer alles ideal. Damit meine ich zum Beispiel den optischen Downgrade auf Konsole mit Sim-Update Nummer 11 oder die Verzögerungen mit WASM auf Konsole. All das soll aber jetzt innerhalb des ersten Quartals 2023 der Vergangenheit angehören. Ich bin gespannt und freue mich auf das, was kommt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir sehr gerne wieder ein Däumchen da und falls noch nicht geschehen, auch sehr gerne ein Abo. Wenn es Fragen oder Ergänzungen zum Gezeigten gibt, dann nutze gerne die Kommentarfunktion hier unter dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche dir eine gute Zeit und bin raus.